Warum wir hier sitzen und wie es dazu kam, Er hat gesagt, er wartet hier auf uns und jetzt ist kein Auto mehr da. erfahrt ihr in diesem Video. Gerade warten wir auf unsere Marschrutka, denn heute fahren wir zum Issyköl, dem zweitgrößten Gebirgssee der Welt. Mehr Fakten dazu gibt es später noch. Als unsere Marschrutka ankommt, erreichen uns schlechte Nachrichten. Richtung Karakol. Kein Platz. Kein Platz? Nach Karakol kein Platz? Ja, jetzt diese Bus kein Platz. Kommt noch eine? Noch eine, nein. Ich weiß gar nicht, was mich mehr verwirrt. Dass wir vielleicht nicht zum Issyköl kommen oder dass ein Kirgise mit uns Deutsch spricht. Zum Glück hilft er uns und nach ein paar Verhandlungen mit dem Fahrer dürfen wir doch mitfahren. Nach einer Stunde steigt zum Glück jemand aus und wir bekommen für die restliche Stunde noch einen Sitzplatz. Die nächsten Tage verbringen wir in einem Gasthaus in Baskun. Hier leben ca. 9000 Menschen. Die Ortschaft an sich ist nicht sehr spannend. Allerdings hat es die umliegende Natur ganz schön in sich. Wir werden etwas außerhalb vom Ort rausgelassen und per Anhalter bis zu unserem Gasthaus mitgenommen. Rahmat, thank you so much. Das war die anstrengendste Marschrutka-Fahrt, die ich je hatte. Also erstmal früh schlafen gehen, um morgen genug Kraft für die Wanderung zu den Wasserfällen zu haben. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zu einer Wanderung, wo wir wahrscheinlich bis zu 3100 Höhenmeter wandern werden, wenn wir können. Eventuell liegt noch Schnee, das wissen wir noch nicht. Wir werden einfach so weit laufen, wie es geht. Und da merkt man mal, wie hoch wir hier eigentlich sind. Hier sind wir auf ca. 2000 Höhenmetern schon. Auf der Fahrt hierher hat es ehrlich gesagt schon ein bisschen gekribbelt im Bauch, weil es um uns herum so hoch geht. Und auf der Kamera sieht das natürlich immer noch mal ein bisschen weniger hoch aus durchs Objektiv, aber ich werde dann auch noch mal mit der Drohne fliegen und filmen. Ich bin jetzt schon komplett außer Puste. Vom Eimer zurücklaufen, ein Stativ holen und es geht hier echt richtig steil bergauf und man gewinnt so schnell an Höhe. Aber man muss auch sagen, wir sind nicht in Übung. Wir müssen erstmal wieder reinkommen. Das stimmt natürlich. Schön finden wir die Wanderung trotzdem schon jetzt. Hier ist übrigens erst Wasserfall Nummer 1. Der schwierige Part steht uns noch bevor. Das geht hier so unglaublich steil hoch. Hier gibt es halt auch nicht so wirklich ausgeschriebene Wanderwege und wir haben jetzt einfach was bei Komoot gefunden, wo hier schon mal jemand lang gelaufen ist und es geht halt wirklich einfach so bergauf. Man sieht es ja hier. Jetzt halte ich die Kamera komplett gerade und so steil geht es hier hoch. Das Schöne ist dann halt einfach echt immer die Belohnung, die man kriegt, wenn man erstmal einen anstrengenden Part geschafft hat und dann sowas sehen kann, ist man direkt wieder motiviert. Und ich glaube, jetzt wird es auch gar nicht mehr ganz so steil. Das habe ich mir zumindest gewünscht. Wir befinden uns gerade übrigens hier. Bei einer Pause treffen wir zwei einheimische Jungs, die ganz selbstverständlich mit Straßenschuhen und ohne Wasser dabei zu haben, bis ganz nach oben gelaufen sind. Da Selma Knieprobleme hat, wir den ganzen Weg auch wieder nach unten müssen und ich die Wanderung zum Reinkommen ehrlich gesagt ziemlich heftig und auch beängstigend finde,
laufen wir nach unserer Pause zurück. Anhand unseres Laufstils kann man ja vielleicht erkennen, wie steil es dort ist. Auf dem Weg nach unten wählen wir eine etwas andere Route. Und mit einer Pause zwischendurch ist es dann doch gar nicht so anstrengend wie gedacht. Das war echt heftig, oder? Also Ja. ich zeig's gleich nochmal, das ging wirklich so am Ende. Und wir haben dann Jetzt dort... gar nicht so steil gebraucht auf jeden Fall. Gerade wo wir hier sitzen, finde ich es ziemlich perfekt. Für die erste richtige Wanderung hier war es schon ziemlich heftig. Deswegen freuen wir uns jetzt umso mehr auf unser diesmal vegetarisches Abendessen. Bis morgen. Also eigentlich wollten wir heute Morgen eine Wanderung mit dem Sohn von der Gastgeberin hier machen. Allerdings hatte ich gestern Abend dann noch ziemlich starke Kopfschmerzen und mir war auch ein bisschen schlecht. Also vermute ich mal, dass ich einen Sonnenstich hatte bei 4 Stunden in der Sonne auf über 2000 Höhenmetern. Und die Kopfschmerzen sind halt auch leider nicht weggegangen. Dementsprechend entspannen wir uns, beziehungsweise ich jetzt besonders heute erstmal. Und wenn es dann später besser geht, unternehmen wir noch was und wenn nicht, dann halt nicht. Wir nutzen den Tag, um uns in der Jurte zu entspannen, die sich auf dem Gelände des Gasthauses befindet. Abgesehen von meinen Kopfschmerzen, die langsam besser werden, tut es auch einfach mal gut, durchzuatmen und alles Erlebte zu verarbeiten. Außerdem überlegen wir uns, was wir morgen machen möchten. Der nächste Tag steht an und wir machen uns auf den Weg zu den sogenannten Fairy Tale Canyons. Warum dieser Ort so eine beliebte Sehenswürdigkeit ist, seht ihr gleich selbst. Erst später fällt uns auf, dass fast alle Steinformationen aussehen wie Figuren oder Gesichter. Wir machen uns wieder auf den Heimweg. Wir sind jetzt gerade an den Startpunkt zurückgekommen und wir hatten mit dem Fahrer ausgemacht, dass der hier wartet, weil der wollte nicht nochmal zurückfahren. Und jetzt ist kein Auto mehr da. Nee. Unser Verdacht ist jetzt, dass er die Straße, die wir gelaufen sind, mit dem Auto hochgefahren ist und dort oben wartet. Wir sind aber so einen Rundweg gelaufen, aber eigentlich macht es keinen Sinn, weil er hat ja gesagt, er wartet hier unten. Er wartet safe hier unten, das heißt, früher oder später muss er zurückkommen. Wir werden jetzt nochmal die 2 Jungs da vorne fragen, ob die den Mercedes gesehen haben. Die sprachen halt natürlicherweise kein Englisch oder nur ganz wenig. Die haben aber verstanden, was wir wollten. Der ist in die Richtung gefahren, also weg. Und da unten haben wir auch schon geguckt. Ich bin jetzt sogar schon mit der Drohne geflogen. Ob der hier irgendwo steht, wo wir ihn gerade nicht sehen, aber nichts. Ja, wäre ganz schön uncool auf jeden Fall. Vielleicht taucht er ja auch noch auf. Wir haben ja halt keinen Empfang, das ist das Problem. Der Fahrer von uns ist jetzt aufgetaucht, zum Glück. Wir haben gerade schon Leute angehalten, die auch von da oben kamen und haben sie gefragt, ob sie jemanden gesehen haben. Die meinten auch so, nee, aber die waren total lieb und hätten uns auch mit zum nächsten Ort genommen, wo wir dann ein Signal hätten. Aber zum Glück ist ja nochmal alles gut gegangen. Ich habe jetzt gerade meine Kamera nicht dabei, aber ich muss das trotzdem mal kurz festhalten auf dem Handy. Verzeiht mir die Qualität. Aber boah, hier kriegt man auch so gutes Essen, alles vegetarisch. Immer als Vorspeise. Auf Nachfrage vegetarisch. Auf Nachfrage, ja. Das ist wichtig dazu zu sagen. Immer ein Salat dazu. Und jetzt haben wir Manti, heißen die? Mhm. Genau, und das ist gefüllt mit Kartoffel und Kürbis. Auch in diesem Gasthaus ist die Familie enorm gastfreundlich und herzlich zu uns. Unser Aufenthalt neigt sich langsam dem Ende und deswegen gibt es für den kommenden letzten Tag in Baskun nur eine Option.
Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Issyk-Kul Lake. Seit langer Zeit, obwohl wir hier schon die ganze Zeit in der Region sind, waren wir noch nicht so richtig beim See. Und das werden wir jetzt ändern, denn morgen geht es auch schon wieder weiter. Und wohin, erfahrt ihr dann später oder im nächsten Video. Der See gleicht unserer Meinung nach eher einem Meer. Wenn man ganz genau hinschaut, kann man aber auf der anderen Seite wieder Berge erkennen. Der Issyk-Kul ist 182 Kilometer lang. Das ist ungefähr die Strecke von Leipzig nach Berlin. Teilweise ist er bis zu knapp 300 Metern tief und zudem liegt er auf 1600 Höhenmetern. Issyk-Kul bedeutet auf Kirgisisch übrigens so viel wie heißer See, denn selbst bei Lufttemperaturen von minus 20 Grad im Winter gefriert er nie. Oh, hier ist überall Kacke und Knochen und so. Das ist echt heftig, das sieht einfach 1:1 aus wie am Meer. Als würde ich hier jetzt irgendwie in Kroatien stehen oder so und das Wasser ist türkis, da hinten dunkelblau und es ist auch gar nicht so kalt. Ich bereue es gerade so ein bisschen, meine Badehose nicht mitgenommen zu haben. Mal schauen, vielleicht springe ich ja trotzdem einfach so rein. Aber es sieht schon einladend aus. Oh, es ist schon kalt. Selma konnte ich dann auch noch überreden, einmal reinzugehen. So, wir sind jetzt wieder einigermaßen getrocknet. Es war nämlich gar nicht so warm und auch hier draußen trotz der starken Sonne. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. In Karakol. Es kracht schon richtig. Um das Video nicht zu verpassen, abonniert natürlich meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Danke und bis zum nächsten Video.